Hallo, Nico hier von Nikolai kommt Trompetentraining. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist zum ersten Mal auf diesem Kanal, dann lass doch ein Like und ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft kein praktisches Trompetenwissen mehr. Wir kümmern uns heute um das Spielen von Intervallen. Was muss man beachten? Welche Faktoren sind entscheidend, damit es eben locker und leicht passieren kann und nicht mit einem engen Hals, mit einem verkrampften Ansatz bzw. einem Drücken des Mundstücks gegen die Lippen passiert. Wichtig ist, dass wir uns erstmal bewusst werden, also mit Köpfchen an die Sache rangehen, was sind denn für Faktoren entscheidend. Punkt Nummer 1. Der Luftfluss. Wenn ich also Trompete spiele, habe ich permanent diesen Ausatemprozess. Das heißt, ständig passiert eigentlich Folgendes. Beziehungsweise natürlich mit Mundstück und dementsprechend mit Ton. Das heißt, ich atme permanent aus. Was kommt dazu, wenn ich anstoße? Natürlich der dementsprechende Zungenimpuls. Das heißt, die Zunge ist dafür da, den Luftstrom zu trennen. Das heißt, ich habe nicht permanent ein Ausatmen, ein Stoppen und wieder ein Ausatmen, sondern der Luftfluss geht durch. Getränkt wird dieser von der Zunge und eben in Portionen geschnitten. Das heißt, dementsprechend kommt auch akustisch dann der angestoßene Ton zum Vorschein. Wenn ich jetzt Intervalle spiele, das ist bei kleinen Intervallen noch nicht so entscheidend wie bei den größeren Intervallen, aber dennoch ist sie beteiligt, nämlich die Zunge. Wenn ich zum Beispiel das Intervall einer kleinen Sekunde spiele, das heißt G, Ass und wieder G, das Ganze im eingestrichenen Bereich, dann kann ich das alles spielen, indem ich die Luftgeschwindigkeit steuere. Das heißt, die Luftgeschwindigkeit nimmt etwas zu und kehrt auch wieder zum Ausgangspunkt bzw. zur Ausgangsgeschwindigkeit zurück. Wenn die Intervalle jetzt größer werden, muss die Zunge zwangsläufig dabei sein. Ich kann euch das ganz einfach mal zeigen beim Pfeifen. Das heißt, ich habe alles gleich belassen, nur die Zunge geht innen drin nach oben und nach unten und dementsprechend kommen dann andere Tonhöhen zum Erklingen. Warum das Ganze? Der Luftstrom, der oben über die Zunge fließt, wird natürlich im Raum etwas kompensiert. Dadurch nimmt der Druck, die Luftgeschwindigkeit etwas zu. Dementsprechend kommt dann auch eine höhere Frequenz zustande. Und genau dieses Prinzip brauchen wir auch beim Trompetespielen. Also 3 Punkte. Permanentes Ausatmen bei gestoßenen Sachen bzw. auch bei der Tonhöhenveränderung. Dementsprechend dann die Zunge auch im Einsatz. Wir gehen gleich zur ersten Übung und zwar spielen wir die Töne von G1 bis C2 und das Ganze immer wieder zurückkehrend zum G1 im chromatischen Modus. Das heißt, wir spielen G1, Ass1, G1, A1, G1. Also ihr merkt, der G1-Ton ist unsere Basis, auf den wir starten bzw. auch immer wieder zurückkehren. Los geht's! Solltest du merken, dass du bei der letzten Bindung, das heißt G1 auf C2, ein Krachen, ein Knacken bzw. diesen Tonabstand nicht geschmeidig spielen kannst, ich habe einen kleinen Tipp für dich und zwar tu doch einfach so, als ob du was greifen müsstest. Das heißt, du hast ganz normal die Ventile im Einsatz und sobald du dann bei 0 auf 0, also G auf C binden musst, dann greif einfach daneben oder tu so, als ob du oben drücken würdest. Oft ist es ein kleines psychologisches Problem, das eben durch das Drücken schon bewältigt ist und schon kannst du diese Bindung geschmeidig spielen. Wenn das bei dir geholfen hat, dann üb erstmal mit diesem Drücken in Anführungszeichen und wenn das dann funktioniert, kannst du es auch wieder weglassen. Das heißt, du trickst dich etwas aus. Wenn das Ganze uns zum gewollten Ziel führt, dann ist es doch eine gute Sache und es ist schnell bewältigt, dieses Problem. Wir gehen gleich einen Schritt weiter, spielen jetzt bis zur Oktave nach oben. Wir bleiben wieder beim Ausgangston G1 und spielen bis zum G2. Los geht's! Und dann haben wir die Oktave auch schon bewältigt. Natürlich können wir das Ganze auch in der Lage etwas anpassen. Sollte das G2 oben zum Beispiel für dich zu hoch sein, dann starte doch tiefer auf dem F1, auf dem D1 bzw. auf dem C1. Da geht es natürlich auch. Wenn wir jetzt oben angekommen sind und das Ganze war locker und leicht gespielt, ohne dass du zusätzlich Druck auf die Lippen oder der Hals ist eng geworden, dann natürlich den Weg zurück angehen. Ich starte jetzt beim C2, einfach um das andere Beispiel auch mal zu zeigen. Und wir spielen nach unten, wieder im gleichen Modus bzw. chromatisch, bis wir unten beim C1 angekommen sind. Los geht's!
Jawohl, und dann haben wir das auch geschafft. Sollte das gut funktionieren bei dir, dann gehen wir gleich einen Schritt weiter und wir erhöhen jetzt die Geschwindigkeit. Das heißt, wir spielen von unten nach oben, erhöhen die Geschwindigkeit und behalten die Geschwindigkeit, dieses schnelle Spielen, dann auch bei, wenn wir wieder nach unten spielen. Los geht's! Wenn es gut funktioniert, noch eins draufsetzen, und wenn das funktioniert, dann kannst du natürlich immer den Startton auch variieren. Das heißt, beginn mal auf dem F, auf dem S, auf dem E. Das sind dann die ersten Schritte, eben, wenn man es tonal verändern möchte, und dann natürlich bei Fis, Des und so weiter auch starten. Dann hat man gleich noch die technische Komponente als Training dabei. Achte immer darauf, dass die Luft weich fließt, dass der Hals offen ist. Sollte das der Fall sein, dass dein Hals eng geht, Mundstück abmachen, Wasserklappe auf, einatmen und durch dein Instrument ausatmen. Das Ganze machst du 5-mal, dann bekommst du wieder Lockerheit in den Oberkörper rein. Der Hals geht weit auf, das heißt, er dehnt sich. Dann kannst du wieder deine Übungen weiterspielen bzw. deine Lieder musikalisch zum Besten geben. Also nochmal das Fazit, immer darauf achten, dass die Luft weich fließt, der Hals muss offen sein, die Lippen sollten so locker wie möglich sein und nicht die Tonabstände durch das Drücken des Instruments des Mundstücks gegen die Lippen bewältigen, sondern versuche auf jeden Fall Luftstrom und Zunge als wichtigste Faktoren zu trainieren, damit du eben diese Tonabstände geschmeidig spielen kannst. Sollte immer bei den Naturtonbindungen ein Knacken dabei sein, geh ins Töne treiben. Das Video verlinke ich dir hier oben auf jeden Fall in der Infoleiste, beziehungsweise der kleine psychologische Trick nochmal zur Erinnerung. Du tust bei der Naturtonbindung so, als ob du greifen würdest. Oft ist das Problem dann schon bewältigt. Wenn es der Fall sein sollte, super. Ansonsten, wie gesagt, Töne treiben hilft uns auf jeden Fall weiter. Langsam üben, damit wir es kontrollieren können. Das ist auch immer eine gute Sache als Tipp. Beziehungsweise achte darauf, dass du trotz des langsamen Übens immer das Ganze so spielst, dass es eben locker, weich, wie gerade eben schon erwähnt, eben zum Besten kommt. Wichtig ist immer mit Sinn, Kopf, also mit Köpfchen üben, kontrolliert, damit du deine Technik gut trainierst, damit du später musikalisch bei deinen Stücken umsetzen kannst, weil dann macht das Ganze natürlich umso mehr Spaß. Training zum Trainieren, Musizieren und Musik zu machen. So, das war's zum Intervalle spielen, ein erstes Video in dieser Hinsicht. Dann lass am Ende noch ganz wichtig ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.